Hey, willkommen im Jahr 2025. Ich hoffe, Silvester gut überstanden und ihr habt keinen Kater und so weiter gehabt. Nun, inzwischen sind wir ja schon im neuen Jahr schon wieder und ich wollte heute mal darüber sprechen, über die Superposition. Ich hatte ja neulich ein Video gemacht, das da hieß Quantenmechanik im Alltag. Und ich hatte gesagt, dass aus verschiedenen Gründen mir nicht einleuchten will, warum Wissenschaftler sagen, dass in der Quantenmechanik ganz andere Regeln gelten als in der Normalwelt. Also aus verschiedenen Gründen. Unter anderem deshalb, weil ich ja hier immer den Spiritualismus predige. Und der Spiritualismus hat diese Materielosigkeit. Und wenn es die Materie in der Form, wie wir sie uns denken, nicht gibt, nämlich als außerhalb und unabhängig des menschlichen Bewusstseins, sondern die Materie nenne ich ein Produkt des Bewusstseins, dann gelten ganz allgemein gesagt die Regeln des Psychischen für alles, was wir sehen und erleben können, inklusive die Quantenmechanik. Das ist natürlich aus meiner Sicht klar, aber ich meine, wie ich in diesem Filmchen ja auch sagte und vortrug, habe nicht nur ich diesen Eindruck, dass das irgendwie nicht sein kann, sondern neuerdings scheinbar auch die Physiker, die sich mit den Quanten beschäftigen und sagen, das macht irgendwie keinen Sinn, dass wir hier sagen, hier sei es so und da sei es ganz anders. Und ihr kennt ja vielleicht auch den Spruch oder vielleicht habt ihr das mal gehört, Materie ist geronnener Geist, sagt ein Physiker. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, welcher Physiker das war. Das ist also eine Aussage von vielen, die sich darum Gedanken machen. Und man denkt sich so, natürlich, die Sache mit der Quantenmechanik, die kann letzten Endes auch nicht anders sein als die Welt, die wir ohnehin so vor uns haben. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber also ich kenne den Satz, während du redest, erschaffst du deine Realität. Seit langem ist es mir ein Grundsatz, dass ich das weiß. Ich kann natürlich hier meine Schweigsamkeit nicht so gut vorführen in diesem Video, denn das wäre völlig verfehlt, wenn ich jetzt hier einfach aufhören würde zu reden, sondern ich bin ja hier, um zu reden. Aber so im Grunde gilt, dass wenn du redest, ob du nun zu anderen redest oder zu dir selbst, ob du Selbstgespräche führst, so wie ich es hier halt mache, oder ob du jemandem anderen etwas erklärst oder so, du redest immer auch zu dir selbst. Du erschaffst deine Welt, indem du redest. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, wenn sie mir was erklären will, dann wendet sie sich manchmal so ein bisschen ab und redet wie in die Luft und dann gestikuliert sie so. Und dann denke ich mir manchmal, jetzt erklärt sie sich selbst auch das bisschen so die Welt. Ich sage das natürlich nicht, um das zu kritisieren oder so, sondern ich kenne das eigentlich von vielen Leuten, die auf diese Art und Weise anderen, aber natürlich auch sich selbst die Welt erklären. Oder ihr kennt vielleicht den Satz, viele reden so, weißt du, ich bin so ein Typ, der Pünktchen, Pünktchen. Ich bin so ein Mensch, der Pünktchen, Pünktchen. Und das ist etwas, wo man also anderen zu verstehen geben will, wie man selbst zu deuten ist. Aber natürlich auch etwas, mit dem man sich selbst erklärt, wie man überhaupt ist oder wer man überhaupt ist. Und die Weisheit, die darin liegt, dass man sagt, während ich rede, erschaffe ich meine Welt. Die Weisheit liegt darin, dass man dann auch weiß, man kann auch manchmal schweigen und man erschafft also keine Deutungen. Man erschafft keine Festgelegtheiten, die sich materialisieren. Man erschafft
nicht den Gedanken, man sei im Kern irgendetwas Bestimmtes. Und der Vorteil davon kann sein, dass du, wenn du das so machst, besser verstehen kannst, dass du, wenn du so willst, die Summe deiner normalen Denkgewohnheiten bist. Ein Produkt deiner Denkgewohnheiten oder man könnte auch sagen, ein Produkt überhaupt dessen, was du gewohnt bist zu tun. Es erscheint uns ja zum Beispiel völlig logisch, dass wenn wir gewohnt sind, am Tage ein paar Tüten Chips zu essen und noch ein paar Schokoriegel hinterher, dass wir dann im Laufe der Zeit ganz schön dick werden. Das erscheint uns völlig logisch. Das heißt, du bist dann dick. Das bist du. Einfach durch deine Gewohnheit. Du könntest die Gewohnheit ändern, dann wärst du wieder anders. Und genau dasselbe gilt eben auch für das, was du über dich sagst. Auch wenn du es zu anderen sagst. Oder wenn du überhaupt irgendwas erklärst. Und das ist dieses, du erschaffst deine Welt, indem du sprichst. Und die Weisheit, dass du dann manchmal schweigst. Und diese Freundin, die hatte dieses Video gesehen, was ich da neulich gebracht habe, der Quantenmechanik im Alltag. Und indem ich gesagt habe, ja, im ganz normalen Alltag gibt es die Quantenmechanik eben auch. Und sie liegt darin, dass Dinge, indem wir sie beobachten, ihre Eigenschaften erst bekommen, während wir gewohnt sind, die Eigenschaften bei den Dingen zu vermuten. Die Dinge sind da draußen, wir gucken hin, wir gucken den Baum an. Welche Eigenschaften hat der Baum? Der Baum ist ohne Blätter beispielsweise, der Baum sieht braun aus. Also ich rufe die Eigenschaften von etwas Äußerlichem ab. Dass ich den Baum auch ein Stück weiter schaffe, indem ich gucke, das ist uns eigentlich, also ich will nicht sagen, nicht nur nicht klar, es ist uns sozusagen, erscheint uns total widersinnig, sondern die Eigenschaften scheinen bei den Dingen zu sein und wir rufen sie nur ab mit dem Auge. Das Auge als etwas Erschaffenes ist uns völlig unbekannt. Und ich sage, das muss aber trotzdem so sein, denn es gibt ja diese Materie im Außen gar nicht, jedenfalls nicht für mich. Und nun sagte diese Freundin im Zusammenhang mit Schweigen, wir unterhalten uns da manchmal drüber, sagte sie, das ist die Superposition. Achso, und in dem Video über diese Quantenmechanik ist es eben so, dass man bei diesen kleinsten Teilchen, subatomare Teilchen, das so beobachtet, dass die Forscher sagen, die kleinsten Teilchen, die erhalten ihre Eigenschaften dann, wenn man sie beobachtet. Vorher sind sie in einer Art Superposition, in einer Position oder haben diese Eigenschaften eben nicht, sondern sie erhalten eine Eigenschaft, man weiß aber noch nicht welche, dadurch, dass man sie beobachtet. Ja, wenn man sie beobachtet, dann erhalten sie eine Eigenschaft und interessanterweise natürlich nur eine von den Eigenschaften, die man erwartet. Man könnte ja jetzt sagen, können alles werden, aber nein, sie können nur innerhalb dessen, was man erwartet, eine Eigenschaft bekommen. Und jedenfalls, und das brachte sie, die Freundin, so in den Zusammenhang mit Schweigen. Wenn man also schweigt, dann hat man eine Superposition gewissermaßen. Man hat sich also noch nicht entschieden, wie man etwas bewertet. Und das ist interessanterweise ja auch im Buddhismus so, dass man da die Leerheit hat, die ich als Spiritualist so deute, dass man sagt, es ist dieses Unbestimmte, es ist das Formlose, es ist das, aus dem alles werden kann, aber noch nicht ist. Und dass man quasi als eine, oder dass ich immer als Ebene bezeichne, auf die wir eben keinen Zugriff haben, sondern unsere Welt ist die der Formen, ist die der Dinge, ist die der Festgelegtheiten und wir selber sind als, wenn man so will, die Nervenzellen in einem Universum, das aus Geist besteht, dazu gemacht, Dinge zu erschaffen
Informationen zu erzeugen, wo wir glauben, wir würden nur welche beobachten in einem Außen. Wir leben also in einem Universum, das aus Geist besteht, während wir als Materialisten doch denken, wir wären die einzig Vernunftbegabten weit und breit und alles andere sei nur geistlose Materie. Alles nur geistlos, geistlos, geistlos. Hier wieder der Geist. Das ist also die materialistische Sichtweise und wie gesagt, die spiritualistische ist genau andersrum. Und die Freundin, die hatte dann das locker und leicht in so einen Zusammenhang gebracht, dass sie sagte, eben dieses Schweigen, was ja auch Ziel der Meditationen und so weiter ist, dass man den Geist leer macht, die Leerheit, der Leerheit näher kommt, nicht wertet, nicht urteilt, die Dinge in sich aufnimmt, zu den Dingen wird. Das ist also diese Superposition und ich fand, ja, das ist doch ein guter Gedanke, genauso denke ich mir das eigentlich auch. Und würde dem absolut zustimmen. Und seitdem behaken wir uns ein bisschen mit diesen Dingen. Ja. Also statt zu sagen wie früher, ich sage jetzt mal nichts, habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal eine Superposition ein. Ich nehme jetzt eine Superposition ein, indem ich nichts sage und nicht werte, nicht mängele, nicht urteile. Das erscheint mir ein schönes Beispiel dafür zu sein. Ja, genau, wie man also sich die Welt erschafft, indem man spricht, wertet. Das gerätst du natürlich in einen Wortwechsel. Ne? Ich werte das so und so, der andere sagt, nee, das ist aber so und so. So entsteht die Welt der Kausalketten. Und unsere Welt ist ja immer eine der Kausalketten. Wenn du das aber, sagen wir mal, wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du manchmal in entscheidenden Augenblicken auch mal schweigen und kannst die Dinge einfach auf dich wirken lassen, kannst Informationen aufnehmen, ohne gleich zu wissen, warum das so ist. Ja, man hat ja sonst immer so diesen Drang, dass man etwas wahrnimmt und dann auch gleich dazu sagt, warum das so ist. Ja, eine ganze Kausalkette aus dem Nichts erschafft und sagt, das ist deshalb so und deshalb so und deshalb so und am Ende musste das ja so sein, was hier dabei rauskommt. Und der Vorteil davon ist, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber der Vorteil davon ist zum Beispiel, dass wenn du dich also so nicht festlegst auf etwas, dann kannst du alles sein. Dann kannst du umso leichter von einem Zustand X zu einem Zustand Y kommen, indem du von vornherein vermeidest, diese Informationen in die Welt zu bringen, von der man ja denkt, wenn man so materialistisch denkt, dann denkt man ja, man beobachtet etwas. Aber du kannst, wenn du das jetzt mal bei dir und bei anderen auch ansiehst, wie die mit sich selbst reden und über sich selbst reden oder wenn sie zu dir reden über sich, dass sie sich dann erschaffen. Aber sie erschaffen natürlich auch alles mögliche andere. Dann kannst du das beobachten, wie also Dinge entstehen, wie Informationen in die Welt kommen, wo man sagen würde, bevor der das gesagt hat, hätte man es auch anders sehen können. Der Tag heute zum Beispiel ist ein schöner, klarer Tag mit Sonne. Aber man kann es natürlich auch so sehen, dass man sagt, die Sonne blendet mich ganz schön. Das ist widerlich und ekelhaft. Oder man sagt, der schöne, klare Tag, der ist schön, aber er ist verdammt kalt. Nebenbei gesagt, es geht. Ja, es ist irgendwie nicht besonders kalt, aber man kann alles einfach auf 10.000 verschiedene Arten und Weisen sehen. Man kann Worte finden und dann ist eine Information in der Welt, die im Prinzip völlig neu ist und die ohne jede Notwendigkeit entstanden ist. Aber man kann auch einfach schweigen und sagen, okay, es ist wie es ist. Und das ist manchmal eine ganz schön gute Sache, wenn man das kann. Und wenn man
das zum Beispiel auch an anderen beobachten kann, wie sie ihre Welt erschaffen. Und man guckt einfach zu. Man muss gar nicht das gut oder schlecht finden oder so. Und das ist eben, wie gesagt, sehr verwandt zu dieser ganzen spirituellen Sichtweise auch. Auch dem Buddhismus mit seiner Leerheit, die Leerheit, die man sucht. Oder sagen wir mal so, der Buddhismus ist ja eigentlich mehr eine Weisheitslehre als eine Religion. Und aus meiner Sicht besteht die Weisheit des Buddhismus eben darin, diese Leerheit zu erkennen. Es ist auch das ein bisschen immer so eine Diskussion, aber ich persönlich finde, dass dieses Ganze, die Leerheit erleben wollen und darin eine ganz große Gnade zu sehen und ein Riesenvergnügen, dass die Leerheit, das ist meiner Ansicht nach nicht die Leerheit, die man erleben kann. Die Leerheit ist eben leer. Sie ist verbunden mit der Tatsache, dass alles entstehen kann, aber sie ist nicht selber eine Form, die uns Vergnügen bereitet oder auch Abscheu erregt, sondern sie ist einfach diese Ebene, die hinter den Dingen ist, die so fest sind, die wir als so fest ansehen. Ich verlinke nochmal das Video mit der Quantenmechanik im Alltag. Und ansonsten wünsche ich euch ein gutes und erfolgreiches Jahr 2025. Wir werden uns hoffentlich des Öfteren in alter Frische begegnen in diesen Videos. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann erstmal. Tschüss. To let it flow like a river stone. My love is deep enough for the both of us. And if the path should slip away from view, my waiting arms are gonna carry you. Hey there, pretty blue eyes, I'm riding to the end of the line.